Tja, wegen dem Typen sind wir heute hier. Eins unserer Idole, musikalischer Hinsicht, Johann Sebastian Bach. Nicht in Leipzig suchen wir ihn auf, nicht in Ortruf, nicht in Mühlhausen, sondern hier in Arnstadt, wo er seine Jugend verlebte und wo wir noch viele Originalschauplätze sehen können. Herein, wenn es kein Orgelspieler ist. Wir befinden uns hier mit Jörg Redin, seines Zeichens Kantor der Bachkirche in Arnstadt. Und wie ihr merkt, ich sitze hier schon sehr bequem in der Bachkirche Arnstadt. Jörg, moin, wir haben dein Orgelspiel gerade gehört. Wie ist es so? Wie lange bist du schon Kantor hier? Ich bin jetzt fast auf den Tag genau 8 Jahre hier in Arnstadt Kantor. Das Doppelte der Zeit, die Johann Sebastian Bach hier verbracht hat. Er war 4 Jahre hier, jetzt bin ich 8 Jahre da und ich kann mir vorstellen, dass es noch ewig lange so weitergeht. Wir sind eher auf den Spuren Bachs in seinen jüngeren Jahren. Gerade hier in Thüringen, Arnstadt, wo sein Wirken begonnen hat, wo er seinen ersten Organistenjob ja hier bekommen hat. So ein junger, quasi Teenager noch mit seinen 18 Jahren, wo andere heutzutage fürs Abi lernen oder ins Studium anfangen, durfte hier schon eine Orgel abnehmen, was ja ein großes Machwerk ist, ein großes handwerkliches Meisterwerk, kann man sagen. Wie kann das sein, dass so jemand wie Bach das hier abnehmen durfte? Wer hat das beauftragt? Also beauftragt war im Grunde genommen jemand anders. Das war der Hoforganist von Weimar, Effler, der die Orgel abnehmen sollte und der war verhindert. Ach so. Sodass er den jungen Bach geschickt hat, der ihm aufgefallen ist mit seinem großen Können. Neben dem typischen Job des Orgelabnehmens, also jede einzelne Pfeife wahrscheinlich nachgucken, nachregulieren, nachhorchen, hat er ja diverse Skandale auch verursacht in der Zeit. Dass er sich verprügelt hat mit anderen Chorschülern, ist an den ganzen Gerüchten was dran? Spielt sich das eigentlich ein bisschen hoch an der Stelle? Oder war er wirklich eher rebellisch und eher seinen Aufgaben abgetan hier? Was klar überliefert ist, ist natürlich der Degenstreit, so nennt man das. Also man muss sich vorstellen, viele der Abiturienten waren älter als er. Ne, also das ging ja bis so 22, 23, wo die ältesten Schüler die Schulausbildung abgeschlossen haben. Ja. Das war also doch ein bisschen länger. Und wie ist es, wenn jemand, der ganz enthusiastisch ist für seine Sache und der noch jünger ist und einem da vorgesetzt wird, wie benimmt man sich da? Ich meine, da schreit natürlich die Chronik nach Dingen wie, dass die auf den Tischen herumgetanzt sind, geraucht und getrunken haben und so. Und er da einfach irgendwie da sein Tun hatte, die überhaupt einigermaßen singfähig zu haben. In den Proben muss es also wirklich ganz schauerlich gewesen sein. Aber das hat er auch bei den Thomanern später gesagt, dass es wirklich schauerlich war, was die Jungs da einfach angeboten haben. Jetzt nochmal eine steile These. Und zwar denke ich persönlich, dass Bach wahrscheinlich heute eher einen Einfluss auf die Musik hat, gerade auf die kontemporäre Musik, als vielleicht manch anderer aus der Klassik. Weil er hat sich ja selber auch oft neu erfunden, hat viel recycelt, kann man vielleicht heutzutage sagen. Und auch heutzutage sind Künstler von ihm beeinflusst. Mir fallen da immer jetzt als Quatschrock Tenacious D ein zum Beispiel, die ein komplettes Musikstück mit Lyrics einfach unterlegt haben. Oder ja, Ian Anderson, bestes Beispiel von Jethro Tull. Würdest du diese These unterstützen, dass Bach schon einen sehr, sehr großen Einfluss, wenn nicht sogar den größten Einfluss auf sämtliche Rockmusik hat oder auf Musik im Allgemeinen? Also wer mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist Bobby McFerrin. Pianisten eigentlich insbesondere, die aus der Jazz-Richtung kommen, die seine Themen einfach bearbeiten und da einfach auch wirklich ein ganz neues Klangbild entwickeln.
Und das ist im Grunde eine ganz wunderbare Entwicklung und das bringt Massen wirklich einfach zum Toben. Sie mögen höchstwahrscheinlich dieses Original gar nicht so, ne? Also weil es höchstwahrscheinlich einfach auch relativ schwer zu greifen ist. Ne? Das muss man ja sagen. Wir hatten ja vorhin einfach mal kurz angesprochen, dass das Original eigentlich immer einen kleineren Kreis interessiert. Ne? Also in den Konzerten sehen wir eigentlich doch eher ein Publikum, was sich in der zweiten Lebenshälfte bewegt, zumeist. Aber vielleicht braucht es aber auch genau das, wo man einiges an Lebenserfahrung hat, dass man sich auch später auch dieser Musik einfach viel mehr öffnen kann. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass es so ist. Und da hat Bach, glaube ich, sehr grundsätzlich ein Komprimieren von ganz vielen Parametern geschafft, was kaum einem anderen Musiker gelungen ist oder einem anderen Komponisten. Man sieht es ja hier, Sie haben einen relativ kleinen Tastengang und jetzt kann ich es hier aber nochmal nachkontrollieren, ob irgendwas nachschiebt. Hier ist noch was.